So, danke, Viktor. Ja, ich habe mir gerade nochmal den Flyer von uns geholt und habe nochmal drauf geguckt, was da eigentlich draufsteht. Was sind denn unsere Forderungen? Unsere Forderungen sind Schutz für alle Kinder vor nicht therapeutischen Genitaleingriffen und genitale Selbstbestimmung unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion und Tradition. Und ich finde, dafür stehen wir hier ziemlich alleine. Ich habe gesehen und gehört im Livestream, da gibt es 1, 2 oder 3 Grußwörter von SPD-Abgeordneten. Von den Grünen, Sven Lehmann hat, glaube ich, abgesagt, wenn es richtig ist. Von der FDP ist keiner da. Und es sind doch eigentlich, also was ist denn das Schwierige an diesen Forderungen? Was ist das Problem? Was gibt es darüber eigentlich zu diskutieren? Und wenn man mit Menschen, die hier sagen, ja, aber in die Diskussion geht, dann heißt es, ja, es geht da ja auch um Religionsfreiheit, es geht ja um Grundrechte. Das ist ja schwierig, Grundrechte gegeneinander abzuwägen. Auf der einen Seite Religionsfreiheit, auf der anderen Seite genitale Selbstbestimmung, Schutz vor körperlicher Gewalt. Aber dieser Vergleich ist falsch und dieser Vergleich ist auch ehrlich gesagt ein bisschen heuchlerisch. Denn eigentlich geht es um Religionsfreiheit und Selbstbestimmung, die in Einklang gebracht werden können und auch müssen, wenn man sich einfach mal auf die Kinder konzentriert und die Kinder zu Wort kommen lässt. Denn was gegeneinander abgewogen wird, das ist die Religionsfreiheit der Eltern für ihre Kinder zu entscheiden, gegen das Recht auf Selbstbestimmung und Schutz vor körperlicher Gewalt für Kinder. Da werden Kinder von Rechtssubjekten, die das Recht auf auch Religionsfreiheit und körperliche Selbstbestimmung haben, werden zu Rechtsobjekten ihrer Eltern gemacht. Und so wird dann argumentiert, ja, wir müssen ja Religionsfreiheit schützen. Wer wirklich Religionsfreiheit schützt, der schützt auch negative Religionsfreiheit, der schützt die Freiheit, keiner Religion anzugehören. Und das bedeutet ganz gezielt auch, dass Kinder, die nicht im Einstimmung- oder zustimmungsfähigen Alter sind, solchen Behandlungen nicht ohne medizinischen Grund einfach so unterzogen werden. Religionsfreiheit bedeutet auch, sich selbst auszusuchen, möchte ich beschnitten werden, möchte ich nicht. Und dafür müssen Kinder älter sein, als das immer der Fall oder fast immer der Fall ist bei uns. Wir haben dieses Thema im Großen und Ganzen, Sonderrechte für Religion. Da ist es mir jetzt gerade bei diesem Thema Beschneidung aber auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass diese Sonderrechte, die der deutsche Staat ganz besonders abgibt, nichts ist, was sich auf den Islam oder das Judentum beschränken lässt, sondern dass es auch etwas ist, was die christlichen Kirchen auch bekommen. Und da geht es dann zum Beispiel um das Arbeitsrecht. Dass die christlichen Kirchen, wenn sie wollen, oder in dem Fall eher die katholische Kirche, dass sie Menschen kündigen kann oder gar nicht erst einstellen muss, weil sie geschieden sind, weil sie die falsche sexuelle Orientierung haben, was auch immer. Dass Diskriminierung vom deutschen Staat, vom deutschen Gesetzgeber aktiv erlaubt wird, nur weil eine Glaubensgemeinschaft sagt, das ist für uns wichtig. Und für diesen Glauben, für diese Glaubensgemeinschaft, das darf ja jeder machen für sich selbst. Aber dafür Regeln zu finden, für Menschen, die diesem Glauben nicht angehören oder sich das doch noch entscheiden müssen, wie bei der Beschneidung, die darüber noch nicht gefragt werden konnten, das ist einfach falsch. Jetzt zu sagen, egal ob ihr glaubt oder nicht, unsere Regeln gelten für euch alle, das ist Bevormundung. Und gerade was Kindesmissbrauch angeht, da haben wir auch mit den christlichen oder vor allem der katholischen Kirche, ganz besonders hier in Köln, große Probleme. Und trotzdem finanziert der deutsche Staat, also alle Steuerzahler, auch die Ausgetretenen, mit ihren Steuergeldern die Kirche mit. Jedes Jahr 1,5 Milliarde Euro Kirchenstaatsleistung. Kirchentage werden finanziert. All das macht die Kirche nicht alles nur mit ihren Kirchensteuern, sondern grundsätzlich mit allen Steuern, auch von welchen, die ausgetreten sind, die sagen, okay, nein, das ist für mich nicht wichtig. Was die Kirche mit ihrem Geld macht, was sie eintreibt, alles in Ordnung. Macht das, solange es niemand anderen in die Grundrechte eingreift oder was auch immer. Aber mit Steuergeldern von ausgetretenen Menschen Kirchentage zu finanzieren, das ist in meinen Augen skandalös. Am Ende möchten wir genau diese Sonderregelung abschaffen. Das gilt für alle Religionen. Wir möchten die Bundesrepublik Deutschland, wie es in der Verfassung steht, im Übrigen zu einem säkularen Staat machen, also eine wirkliche, klare Trennung von Staat und Religion. Ich bin immer wieder überrascht und bedrückt, wie alleine wir als PDH damit in der Parteienlandschaft in Deutschland stehen. Ganz kurzer Werbeblock für uns. Am 9. Juni ist Europawahl, ohne Sperrklausel. Ein Sitz im Europaparlament, 0,5%. Das ist da unser Ziel. Da freue ich mich über jede Unterstützung. Und wenn ihr Fragen dazu habt, auch gerne das. Danke, dass ihr alle hier seid.